Selbstexperimente haben mein Leben verändert. Oft nehme ich sehr viel mit und kann sogar aus alten Gewohnheiten ausbrechen und nachhaltig mein Leben bereichern. Aber nicht jedes Experiment geht gut aus. Das eine oder andere ist sogar so schief gegangen, dass ich abbrechen musste oder hatte negative Auswirkungen, die ich bis heute spüre. Außerdem gibt es sogar ein Experiment, das ich trotz einer laufenden Werbekooperation nach nur wenigen Tagen für immer offline genommen habe. Das Geld der Kooperation war natürlich damit weg. Viele von euch werden in diesem Video das erste Mal Ausschnitte aus diesen Lost Files sehen. Fehler machen gehört natürlich auch dazu, sein Leben in den Griff zu bekommen. Und das hier sind 5 Selbstexperimente, die ich bereue und lieber nicht gemacht hätte. Und trotzdem gibt es bei jedem davon mindestens einen positiven Effekt. Und ich halte es kurz. Ich rede nur so lange, wie dieses mit einem Geheimnis beschriebene Blatt Papier braucht, um den Boden zu berühren. Oh, okay. Dann lese ich wohl später vor, was da drauf steht. Ich habe einen Monat lang 400 Stunden gearbeitet. Ich bin Josef, selbstständiger Regisseur und Drehbuchautor. Ich arbeite ca. 50 Stunden pro Woche und wollte wissen, was mit mir und meinem Körper passiert, wenn ich 100 Stunden pro Woche arbeite. Künstlerisch hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, denn ich habe das ganze Video in 4:3 aufgenommen. Es passt also perfekt auf ein iPad. Witzig. Eine Freundin von mir hat mal, als sie sehr viel arbeiten musste für ein großes Projekt, gesagt, dass sie sich jeden Tag gewünscht hat, von einem Auto angefahren zu werden. Ich fand das damals ziemlich krank so als Aussage, aber ich kann das gerade sehr nachvollziehen. Ich finde es immer noch krass, wie extrem das geworden ist und dass ich das nicht abgebrochen habe. Dieses Blatt hängt übrigens immer noch da. Egal. Also, warum 100 Stunden pro Woche arbeiten schlecht sein kann, ist vermutlich klar. Aber mir war nicht klar, dass ich auch Jahre später noch deutliche körperliche Langzeitfolgen habe. Während des Experiments habe ich eine Hautkrankheit an den Händen entwickelt. Und damit war ich bei vielen Ärzten, aber keine Behandlung hat geholfen. Offene Stellen, ständig blutende Hände und Schmerzen. Tatsächlich ist das nicht mal besonders ungewöhnlich nach diesem Überstress. Eine Studie von 2023 weist darauf hin, dass bereits Arbeitsstunden von mehr als 40 Stunden pro Woche gesundheitsgefährdend sind. Kurzfristig führt es zu Schmerzen, reduziertem Wohlbefinden, krankheitsbedingten Arbeitsausfällen und langfristig kann es sogar zu Herzkrankheiten und Stoffwechselerkrankungen führen. Und auch psychisch können lange Arbeitszeiten zu Problemen wie Verhaltensstörungen, Konzentrationsabfall und ein hohes Risiko für Fehlentscheidungen führen. Das heißt auch mehr Arbeitsunfälle oder Unfälle auf dem Arbeitsweg, wenn man müde hin und müde nach Hause fährt. Dass man gesellschaftlich und sozial auch Schwierigkeiten bekommt, gehört natürlich auch dazu. Umso schlimmer, dass diese Zeiten für manche Menschen Realität sind. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Ich habe ganz vergessen, dass das Video nach und nach schwarz-weiß wird über den ganzen Verlauf. Also, es hat künstlerisch, wie gesagt, Spaß gemacht, das Video zu machen. Das Experiment nicht so. Trotzdem gab es einen positiven Effekt, auch wenn es langfristig halt eher einen negativen gab. Das Experiment war echt schlimm. Und ich habe deshalb auch direkt danach ein 25-Stunden-Wochenexperiment gestartet und meine Arbeitszeit extrem reduziert. Das konnte ich aus finanziellen Gründen aber leider nur ein paar Monate aufrechterhalten. Dennoch, seit ein paar Monaten lebe ich ein ganz neues Konzept. Die 4-Tage-Woche. Auch wenn es für mich als Selbstständiger heißt, dass ich etwas weniger verdiene. Ich bereue nichts. Anders als beim Ja-Sagen-Experiment. Was passiert, wenn ich eine Woche zu allem Ja sage? 7 Tage Ja sagen hatte keine körperlichen Auswirkungen. Und es sind auch nicht immer die direkten Auswirkungen auf mich, die dazu führen, okay, ich behalte das im Auge. Also, es sind nicht immer die direkten Auswirkungen auf mich, die dazu führen, dass ich ein Experiment bereue. Es kann auch sein, dass das Experiment selbst ziemlich cool war und mir neue Perspektiven aufgezeigt hat, es aber zu ganz anderen Problemen geführt hat. Zum Beispiel, wenn kaum jemand das Video gesehen hat. Und das ist so deutlich bei eine Woche lang nur Ja sagen passiert, dass es im Nachgang deutliche Konsequenzen für mich hatte. Hi, ich bin Josef und ich werde ab heute zu allem Ja sagen. Außer es ist gesundheitsgefährdend für mich oder andere. Und wenn ich lieber Nein sagen würde, zähle ich das mit. Wollen Sie das Auto kaufen? 100.000 Euro. Mein Freund und ich sind Zwinger. Ich fliege morgen wohl ins glücklichste Land der Welt. Die allermeisten von euch hatten damals kein Interesse an dem Video, als es rauskam. Ihr habt nicht geklickt. War das Thema zu verkopft oder zu speziell? War das Thumbnail und der Titel vielleicht nicht klar genug und ihr wusstet nicht, was euch erwartet? Oder war das Video an sich zu anders gestaltet, im Gegensatz zu meinen normalen Videos? Oder war es der Algorithmus, der das Video ignoriert hat? So genau lässt sich das tatsächlich nicht sagen. Bis auf die Sache mit dem Algorithmus. Der kann nämlich tatsächlich gar nichts dafür. Wenn ein Video weniger Leute interessiert, dann zeigt er es halt weniger Leuten an. Inhaltlich habe ich das Video damals tatsächlich sehr schnell geschnitten.
sehr viele kleine Cliffhanger eingebaut und dafür gesorgt, dass das Video von über 80% von euch bis zur letzten Sekunde geschaut wurde. Waren halt nicht so viele. Und diejenigen, die es geschaut hatten, haben noch den Nachteil gehabt, dass es sie frustriert hat. Denn es war sehr, sehr schnell, hat ständig Dinge angeteasert, die gar nicht so schlimm waren am Ende und hatte zwar viel Unterhaltungswert, aber wenig Mehrwert. Und den wünscht ihr euch auf meinem Kanal natürlich, weil ich den sonst ja auch abzuliefern versuche. Aber hier war es vor allem Action und Effekte. Und das hat zu einem weitaus massiveren Problem für mich geführt. Welche Situationen werde ich erleben? Welche Orte entdecken? Ich habe nicht erwartet, dass dieses Experiment so wild wird. Sehr schnell, stressig und das Gegenteil von dem, was ich selber gerne schaue. Und auch von dem, was ich aktuell und in Zukunft hier auf dem Kanal machen möchte. Aber das Hauptproblem dieses Selbstexperiments entstand erst ein paar Wochen nach dem Video, als ich meinen Werbepartner, der auch für weitere Videos schon fest eingeplant war, verlor. Dabei habe ich mich lange darum gekümmert, endlich mit dieser Marke zusammenarbeiten zu können. Und war so froh, dass ich besonders viel Liebe und kreative Einfälle in die Werbung gepackt habe. Hat aber nicht viel gebracht, weil das Video haben so wenige gesehen. Denn wenn euch das Video nicht überzeugt und das fehlende Interesse natürlich zu weniger Klicks führt, bekommt auch der Werbepartner weniger Klicks, für die er bezahlt hat. Mein Kanal lief damals zu dem Zeitpunkt sehr gut. Sogar so gut, dass mein fantastischer Partnermanager David beim Preis mit dem Kunden ein bisschen gepokert hat, weil wir von einem sehr erfolgreichen Video ausgegangen sind. Ja, am Ende hat es allerdings dazu geführt, dass die weiteren Videos, die wir bereits eingeplant hatten mit diesem Werbepartner, abgesagt wurden, weil die Klicks weit hinter den bezahlten Erwartungen lagen. Und das kann ich ganz ehrlich auch nachvollziehen in diesem Fall. Trotzdem gab es auch etwas Positives. Positiv war, dass das Video mich dazu gebracht hat, nach Finnland zu reisen. An Tag 5 stolper ich über eine Möglichkeit, eine Aufforderung, ein Versprechen. Und während es in Deutschland bereits ziemlich kalt und eisig ist, sage ich Ja zu minus 19 Grad und fliege spontan nach Finnland. Diese Reise hier reißt zwar ein ziemliches Loch in mein Budget, verschafft mir aber auch die einzigartige Chance, wirklich mal wegzukommen von allem. Und ich löse endlich ein Versprechen ein, das ich mir selbst gemacht habe. Nichts mehr aufschieben. Erinnerungen schaffen, statt Materielles zu kaufen. Und ich merke jetzt auch aktuell, wie viel mehr mir das wert ist. Ich habe seit der Pandemie viel zu selten die Chance genutzt, Urlaub zu machen oder wirklich rauszukommen. Ich habe eigentlich gar keinen Urlaub mehr gemacht. Dieses Experiment hat mich dazu gezwungen. Ich habe in Saunen gesessen, bei klirrender Kälte die Sonne um 15 Uhr untergehen sehen, Sport in Bunkern getrieben und mich komplett in die Mentalität der Finnen verliebt. Und während meiner Reise nach Finnland habe ich mich völlig in dieses Land verliebt. Da habe ich nämlich eine Woche lang kaum Sonnenlicht gesehen. Oh, Moment, das war nicht so schön. Aber die Finnen und ihre Sprache und Helsinki war ein Traum. Und nächstes Mal werde ich im Sommer dahin fahren, damit ich dieser krassen Dunkelperiode ein bisschen entgehe, weil die war nicht ganz so meins. Das Ja-Sagen-Video wurde wegen der inhaltlichen Schwächen mit geringen Klickzahlen abgestraft. Auch wenn das Experiment an sich für mich super interessant war. Kommen wir jetzt aber zu dem Video, das ich fast am allermeisten von allen bereue. Und bis heute ist mir dieses Video wirklich unangenehm. Dabei werden die meisten von euch das Video nie gesehen haben. Ich habe es nämlich offline genommen. Es ist schon sehr, sehr lange nicht mehr online und ihr werdet jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal Ausschnitte aus diesem Video sehen. So viel gebe ich in einer Woche aus. Das klingt jetzt erstmal ungefährlich. Was kann daran so schlimm gewesen sein, dass ich es bereits kurz nach der Veröffentlichung offline genommen habe? Wie viel Geld gibst du in einer Woche aus? Boah, das ist eine gute Frage. Boah, weiß ich nicht. Das ist eine richtig peinliche Frage, weil ich glaube, alle Menschen, die ich kenne, haben das schon mal gezählt. Aber ich habe das noch nie gemacht. Sieht erstmal alles normal aus. Aber ich habe tatsächlich einen großen Fehler in diesem Video gemacht. Und der hat euch aus gutem Grund geärgert. Also meine Fixkosten von 563,65 € zusammen mit meinen Wochenkosten gerechnet. Fuck. Also ich finde das gerade wirklich ein bisschen erschreckend. Ich habe nicht mit einem so hohen Betrag gerechnet. Wir landen bei einer Wochenausgabe von über 1000 € und ich bin ein bisschen schockiert. Der Fehler war, dass ich bei meinen Ausgaben private und geschäftliche vermischt habe, was faktisch halt einfach falsch ist. Und das haben die wenigen, die es damals gesehen haben, auch lautstark und mit Recht kritisiert. Ich habe in dem Moment, als ich das gemacht habe, gar nicht drüber nachgedacht. Und wie Julian Bam damals, als er von Pocket Hazel auseinandergenommen wurde, die Senioren erinnern sich, habt ihr mich darauf hingewiesen. Leider
kann man einen solchen Fehler nicht einfach aus dem Video schneiden, denn es zieht sich durch das komplette Stück. Also blieb mir damals nichts anderes übrig, als es komplett offline zu nehmen. Es kann immer in der Durchführung von einem Experiment oder in der Recherche danach dazu kommen, dass man im Betriebsmodus einfach Dinge übersieht. Man steckt manchmal so tief drin. Normalerweise, wenn ich merke, dass irgendwas nicht funktioniert, breche ich das Experiment ab. Aber das ist mir hier total durchgegangen. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, dass ich hier gerade private und berufliche Ausgaben vermische. Ich habe einfach alle Ausgaben zusammengerechnet. Aber so war es am Ende halt ein faktisch falsches Video. Und deshalb musste es runter. Schade um die schönen Schnittbilder und die Arbeit, die drin steckte. Damals steckten noch, mehr als 100 Stunden in jedem Video. Inzwischen bin ich etwas schneller geworden. Und schade um das Geld des Werbepartners, das natürlich damals an den Werbepartner zurückging, wenn man das Video nach 3-4 Tagen offline nimmt. Aber ich habe aus diesem Video dennoch sehr viel gelernt. Einmal ist es mir nie mehr passiert, dass ich einen solch tiefgehenden Fehler im Video hatte. Und zum anderen hat das Experiment mir vor Augen geführt, wie viel ich wirklich ausgebe. Ob beruflich und privat. Ich habe das erste Mal wirklich drauf geguckt und damit direkt mein Verhalten gegenüber Geld verändern können. Als Kunstschaffender oder auch Selbstständiger hat man manchmal mehr Geld und manchmal weniger. Aber eins war bei mir immer gleich. Ich habe es oft falsch ausgegeben. Vor kurzem hatte ich einen Termin beim Finanzberater vom Verbraucherschutz. Also die verkaufen dir nichts, sondern helfen dir einfach, den Umgang mit Geld zu verbessern. Das ist kein Finanzmakler oder sowas. Und bei diesem Termin habe ich vor allem gelernt, dass ich mein Geld bisher nicht nur oft falsch ausgegeben habe, sondern auch falsch gelagert habe. Fast die Hälfte aller Weihnachtsgeschenke, die ich im Leben erhalten habe, haben nicht meinen Geschmack getroffen oder waren aus anderen Gründen nicht die beste Wahl. Und umgekehrt habe ich bestimmt auch schon das ein oder andere Mal Mist verschenkt. Doch dieses Jahr werde ich nachhaltig schenken und das Geschenk kann sich sogar über die Zeit vermehren. Statt den 100. Gutschein oder 100 € in einem Umschlag verschenke ich eine Aktie oder einen ETF. Klingt kompliziert? Ist es tatsächlich nicht. Man kann super einfach kaufen, verschenken und das Ganze sogar last minute. Theoretisch kannst du am 24.12. das Geschenk kaufen. Kein Vergleich zu den üblichen Geschenken, die vielleicht auf weniger Gegenliebe treffen. Trade Republic ist Europas größte Sparplattform und Bank mit über 4 Millionen Kunden. Und sie haben eine Mission: Finanzen einfach und zugänglich machen. Und für mich funktioniert genau das. Mein Konto bei der Online-Bank Trade Republic kostet nichts und gibt mir 100% der Zinsen weiter. Die Möglichkeit, ab 1 € in Aktien und ETFs zu investieren, ein innovatives Sparprogramm mit 1% Safeback auf Kartenzahlungen und immer Zinsen auf mein Geld zu bekommen, ist für mich die neue Art von Sparen und Investieren. Ich hatte früher null mit Investing zu tun und dachte, das wäre kompliziert. Aber es ist super easy. Und ich bin jemand, der es gern sicher hat. Ich zocke nicht. Ich bin so ein MSCI World-Typ. Probiert's gerne mal aus. Vielleicht statt dem nächsten Gutschein einfach eine Aktie oder ein ETF verschenken. Ich bin sehr happy mit Trade Republic und nutze die App als Konto, Geschenkekiste und persönliche Absicherung für später. Dieses Experiment ist jetzt 5 Jahre her. Und seit diesem Experiment achte ich verstärkt darauf, Kritikfähigkeit nach vorne zu stellen. Okay, das Blatt fällt jetzt rückwärts. Das ist erstmal ungewöhnlich, aber lasst uns das doch auch mal machen und eine Runde meditieren. Okay, wieso bereue ich Meditieren? Wenn Meditation so super entspannen soll, warum bin ich danach dann gestresst? Hi, ich bin Josef und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich einen Monat lang jeden Tag meditiere. Ich habe 30 Tage lang meditiert und war vor allem frustriert, weil es nicht viel gebracht hat. Und das ist nicht ungewöhnlich. Einfach, weil 30 Tage für die meisten zu wenig sind, um wirklich reinzukommen. Mein Experiment ist tatsächlich aber ein realistisches Bild davon, wie die ersten 30 Tage für viele sind, sagen zumindest Meditationsexpertinnen und Experten, die mich danach kontaktiert haben. Die fanden das ein super Experiment, weil es mit dem Narrativ aufräumt, dass man ebenso in ein paar Wochen Meditation meistern kann. Manche Dinge können in 30 Tagen nicht funktionieren und brauchen einfach viel mehr Zeit. Anfangs dominieren alltägliche Gedanken. Da bin ich im Kopf noch bei der Arbeit. Dann kommen kreative Ideen dazu. Die will ich mir dann aufschreiben, das geht aber nicht. Also versuche ich sie mir jetzt zu merken. Dann kommen neue dazu und noch ein paar Gedanken. Dann fällt mir eine Person von früher ein, an die ich ewig nicht gedacht habe. Und eine Situation, die ich ganz vergessen hatte. Und ich bin gestresst, weil in meinem Kopf extrem viel los ist. Und ich merke auch, wie laut es da ist. Ja, so ging es mir persönlich. Selbstexperimente sind natürlich immer sehr subjektiv. Und bei anderen kann es hervorragend funktionieren, das glaube ich euch auch. Aber für mich war es nicht so. Aber ich habe seitdem mehrfach versucht, über längere Strecken zu meditieren.
Mal habe ich 3 Monate geschafft, dann sogar mal 6 Monate. Aber ich breche immer wieder irgendwann ab. Leider kam ich nie an den Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, dass es mir jetzt wirklich richtig viel bringt. Eine Freundin meinte mal zu mir, bei ihr habe es 1,5 Jahre gedauert, bis sie wirklich einen nachhaltigen Effekt gespürt hat. Bisher habe ich da nicht das entsprechende Durchhaltevermögen gehabt. Aber ich fange zumindest immer wieder damit an, weil es macht mich auf jeden Fall ruhiger und nimmt Stress raus. Also das habe ich schon gespürt. Und das ist auch der Grund für mich, dran zu bleiben. Okay, unser Blatt fällt wieder runter. Okay, jetzt ist es auf einmal unser Blatt. Was steht da eigentlich drauf? Schaue ich mir gleich an, wenn es runtergefallen ist. Ist auf jeden Fall sehr viel schneller als eben jetzt. Okay, wir kommen zum letzten Experiment. Und es war mit Abstand das verschissenste von allen. Hätte ich das nicht abgebrochen, dann hätte das noch viel weitreichendere Folgen haben können als die anderen Experimente bis jetzt. Okay, was ist so schlimm gewesen? Ich habe versucht, mich 30 Tage nur von Junkfood zu ernähren. Und das musste ich abbrechen. Ich bin gerade wegen einer Sache im Supermarkt. Und ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Es kann nicht sein. Ich bin jetzt wieder rausgegangen aus dem Supermarkt, weil ich nicht mehr weiß, was ich kaufen wollte. Ich bin exakt wegen einer Sache da rein. Ich wusste es eben noch ganz genau. Ich finde immer noch gruselig, wenn ich das auch jetzt sehe, dass ich diese Gedächtnisaussetzer habe. Ich erinnere mich daran, wie das war. Und es war so befremdlich, es war so gruselig. Und ich finde auch noch total erschreckend, dass ich nicht automatisch gesagt habe, das reicht jetzt, hier breche ich ab. Also man steckt so tief drin, dass man das nicht mehr schafft rauszukommen, weil der Gedanke gar nicht da ist, finde ich im Nachhinein immer noch wirklich super gruselig. Mich nur von Junkfood zu ernähren, hat mich nicht nur körperlich und psychisch an die Grenze gebracht, sondern ich habe währenddessen auch an Projekten gearbeitet, die mich einen meiner größten Lebensträume näher bringen, mein erster Kinofilm. Und auch in der Planung für kommende Videos gesessen. Das Experiment und die Folgen haben tatsächlich dazu geführt, dass alles kurz ins Wanken geraten ist. Und direkt danach musste ich sogar erstmal weg von meiner 4-Tage-Woche, um das wieder aufzuholen. Mir ging es körperlich richtig mies. Und das hielt für einige Tage an und hat mich wirklich aus der Bahn geworfen. Während einige von euch tatsächlich schockiert waren von den Auswirkungen, waren andere der Überzeugung, dass das gar nicht vom Essen kommen kann. Von außen finde ich auch nachvollziehbar, dass wenn man irgendwie sieht, dass ich nach wenigen Tagen schon komplett neben der Spur bin, dass das nicht von Junkfood kommen kann. So schnell funktioniert das doch nicht. Das muss doch Placebo oder Nocebo sein. Kurz erklärt, ein Placebo-Effekt tritt dann auf, wenn positive Veränderungen allein durch die Erwartungen eines positiven Ergebnisses entstehen, während der Nocebo-Effekt negative Wirkungen beschreibt, die durch die negative Erwartung ausgelöst werden. Also in beiden Fällen passiert tatsächlich etwas, ohne dass es einen wirklichen Einfluss von einer Substanz oder einer Handlung gibt. Und während einige von euch sich sicher waren, dass genau das hier passiert ist, kann ich das natürlich nicht leugnen. Ich kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Ich weiß es nicht. So weisen aber wissenschaftliche Studien darauf hin, dass eine Umstellung von gesunder Ernährung, wie ich sie vorher hatte, auf Junkfood tatsächlich sehr schnell zu realen körperlichen Veränderungen führen kann. Bereits nach einer Woche Junkfood kann das Gehirn beeinflusst werden, zum Beispiel das Kurzzeitgedächtnis. Außerdem blockiert es die neuronale Appetitkontrolle, wodurch man auch nach Sättigung weiter isst. Regelmäßiger Konsum von Junkfood kann suchtähnliche Effekte auslösen, die das Verlangen nach ungesunden Lebensmitteln verstärken und die Kontrolle über das Essverhalten noch schwerer machen. Diese Studien weisen darauf hin, dass der Wechsel von gesunder Ernährung zu Junkfood sehr schnell starke körperliche und auch neurologische Veränderungen auslösen kann. Weit mehr als nur ein Placebo- oder Nocebo-Effekt. Und ich habe ja von sehr gesund auf Junkfood gewechselt. War schon sehr radikal. Aber ich weiß, dass meine subjektive Erfahrung real war. Und die Gefahr, die davon ausgegangen ist, hat dazu geführt, dass ich auf ärztlichen Rat das Experiment abgebrochen habe, um weitere Schäden zu vermeiden, die halt wirklich stattgefunden haben. Es hat knapp 3 Tage gedauert, bis ich wieder normal denken konnte. Und trotzdem bereue ich das Junkfood-Experiment, weil wir wissen doch alle, wie schlecht einseitige Ernährung für den Körper sein kann. Und es hat mich gefreut, dass es trotzdem einige von euch aufgerüttelt hat und ihr gesagt habt, ey, ich erkenne mich da in ein paar Sachen wieder und ich möchte was verändern. Schreibt mir gerne unter das Video, falls ihr schon Dinge verändern habt in eurem Leben, in eurer Ernährung, ob ihr schon positive Effekte spüren konntet. Das würde mich wirklich interessieren, weil das ist auch was mich wirklich immer freut. Aber auch für mich gab es positive Effekte, basierend auf diesem Junkfood-Experiment. Zum einen haben sich viele meiner Freunde nach dem Video gemeldet und sich wirklich Sorgen gemacht. Manche Freundschaften tauchen hier auf und ab und manchmal hört man monatelang nichts voneinander. Und es war wirklich schön, wie ernsthaft und sorgend die lieben Nachrichten und vor allem die persönlichen Treffen danach waren. Und für meine Ernährung hatte es auch langfristig Vorteile. Das Positive war, dass ich durch das folgende Experiment, 30 Tage Rohkost,
so viel verbessern konnte. Dabei hatte ich auch hier vorher ganz schön Angst, dass das ein Experiment voller Magenprobleme werden könnte. Ah, okay, das Blatt ist gefallen. Aber bevor wir da drauf schauen, habe ich eine Frage an euch. Wenn ich nur ein Video ungeschehen machen könnte, ein Experiment, welches wär's? Was denkt ihr? Die Antwort gibt es ganz am Anfang des Videos. Da wird ein Buchstabe eingeblendet. Seine Position im Alphabet ist die Antwort. Meine Güte, warum muss es so kompliziert sein? Also, dann wisst ihr, welches dieser 5 Experimente. Okay, was steht auf dem Blatt? Okay. Das hier ist das nächste Experiment.